Die Antarktis ist der kälteste und einer der unzugänglichsten Orte auf dem Planeten. Ein Ort, der jahrhundertelang tot und leblos zu sein schien. Doch in den letzten Jahrzehnten haben es Technologien ermöglicht, unter die Eisschicht zu blicken, die diesen Kontinent verbirgt. Und das, was die Wissenschaftler dort sahen, verschlug ihnen buchstäblich die Sprache. Unter dem Eispanzer, der mehrere tausend Fuß dick ist, registrierte Radarausrüstung seltsame Formen. Sie waren zu gleichmäßig, zu symmetrisch, um ein gewöhnliches Naturphänomen zu sein. Riesige Linien, rechte Winkel und Strukturen, die an Wände und Kuppeln erinnerten, angeordnet in einer Tiefe, in die seit Millionen von Jahren kein Sonnenlicht mehr vorgedrungen ist. Die offizielle Wissenschaft ist in ihren Schlussfolgerungen vorsichtig, doch hinter den Kulissen der wissenschaftlichen Konferenz wird leise gemunkelt, vielleicht handelt es sich um die Überreste einer uralten Stadt. Aber wie konnte eine Zivilisation an einem Ort existieren, der heute völlig lebensfeindlich erscheint? Die Antworten auf diese Frage führen uns weit in die Vergangenheit zurück, dorthin, wo Geschichte und Mythen so eng miteinander verwoben sind, dass es schwerfällt, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und je tiefer wir unter dieses Eis blicken, desto seltsamer werden die Funde sein. Aufnahmen, die die Wissenschaftler verblüfften. Ein Wendepunkt trat ein, als Orbitalsatelliten und spezielle Flugzeuge, ausgestattet mit Georadaren, begannen, die Antarktis zu kartieren. Bereits die ersten Aufnahmen lösten einen Sturm in der wissenschaftlichen Gemeinschaft aus. In einigen Bereichen waren perfekt kreisförmige Formationen mit einem Durchmesser von Hunderten von Yards, Ketten rechteckiger Strukturen und sogar Objekte zu sehen, die an Straßen erinnerten. Forscher der NASA und der Europäischen Weltraumorganisation beeilten sich nicht, sensationelle Aussagen zu machen, gaben jedoch zu, es gibt Anomalien und diese müssen untersucht werden. Einige Aufnahmen gelangten sogar ins Internet und lösten eine regelrechte Panik unter Verschwörungstheoretikern aus. Die einen behaupteten, dies sei der Beweis für die Existenz einer uralten Megastadt. Andere sprachen von riesigen Maschinen, die unter dem Eis eingefroren seien. Doch selbst die erfahrensten Geologen merken an, solch perfekte Formen sind in der Natur äußerst ungewöhnlich und wenn sie künstlichen Ursprungs sind, könnte ihr Alter sich auf Zehntausende von Jahren belaufen, lange vor dem Beginn der schriftlichen Geschichte der Menschheit. Um jedoch zu verstehen, womit wir es zu tun haben, richteten die Wissenschaftler ihre Aufmerksamkeit auf noch rätselhaftere Objekte. Gigantische Anomalien. Im Herzen Ostantarktikas haben Radargeräte etwas so Großes erfasst, dass die Ausmaße schlicht überwältigend sind. Unter einer mehrere tausend Fuß dicken Eisschicht verbergen sich Strukturen, die sich über viele Meilen erstrecken. Einige von ihnen haben die Form von Kuppeln, die mehrere hundert Fuß hoch sind. Andere erinnern an gigantische Türme oder Pyramiden. Das Seltsamste ist, dass sie alle in einer bestimmten Ordnung angeordnet sind, als wären sie nach einem Plan erbaut worden. Forscher, die die Daten untersucht haben, vergleichen sie mit antiken megalithischen Komplexen, aber hier ist der Maßstab um ein Vielfaches größer. Und das ist kein Einzelfund. Ähnliche Anomalien wurden an verschiedenen Stellen des Kontinents festgestellt. Kein einziger bekannter natürlicher Prozess ist in der Lage, ein solches Netz aus gleichmäßigen und komplexen Strukturen zu erschaffen. Aber wenn dies das Werk eines intelligenten Wesens ist, wer war dann in der Lage, so etwas zu bauen, als der Kontinent noch nicht von Eis bedeckt war? Es gibt jedoch Orte, über die Wissenschaftler überhaupt nicht offen sprechen, dort, wo der Zugang streng begrenzt ist. Die verbotene Zone der Antarktis. Die Antarktis ist der einzige Kontinent, für den ein internationales Abkommen gilt, das jegliche militärische Aktivitäten verbietet und den Abbau von Bodenschätzen einschränkt. Es gibt jedoch Gebiete, in die selbst wissenschaftliche Expeditionen nicht zugelassen werden. In Archiven finden sich Hinweise auf Zonen mit bestimmten Koordinaten, in die selbst mit Genehmigungen kein Zutritt gewährt wird. Die Begründungen klingen formell: gefährliche Spalten, ungünstige Wetterbedingungen, Schutz einzigartiger Ökosysteme. Unter Forschern kursieren jedoch Gerüchte, dass sich an diesen Orten Objekte befinden, die unser Verständnis der Vergangenheit des Planeten verändern könnten. Einige dieser gesperrten Zonen stimmen mit Gebieten überein, in denen Anomalien durch Georadar festgestellt wurden. Und obwohl offizielle Stellen einen Zusammenhang abstreiten, erscheint der Zufall doch zu merkwürdig. Manchmal muss man, um ein Verbot zu verstehen, tief in die Jahrhunderte zurückblicken und sich daran erinnern, dass die Menschheit schon lange vor ihrer offiziellen Entdeckung von der Antarktis wusste. Die Legenden der alten Karten. Im 16. Jahrhundert erstellte der türkische Admiral Piri Reis eine Weltkarte, auf der die Antarktis ohne Eisschicht dargestellt war. Das ist unmöglich, wenn man bedenkt, dass der Kontinent offiziell erst im 19. Jahrhundert entdeckt wurde. Darüber hinaus zeigt die Karte eine Küstenlinie mit Details, die Wissenschaftler erst mit Hilfe moderner Technologien bestätigen konnten. Ähnliche Karten finden sich auch bei anderen alten Seefahrern. Sie deuten darauf hin, dass der südliche Kontinent einst eisfrei und möglicherweise bewohnt war.
Aber woher konnten die Seefahrer der Vergangenheit wissen, wie die Küstenlinie unter kilometerdicken Eisschichten aussieht? Einige Historiker vermuten, dass dies Spuren von Wissen sind, das von einer sehr alten Zivilisation überliefert wurde, die lange vor den uns bekannten Kulturen existierte. Andere halten dies für einen Zufall oder für die Fantasie der Kartografen. Doch je mehr wir alte Dokumente studieren, desto stärker wird das Gefühl, dass die Antarktis die Erinnerung an eine Zeit bewahrt, in der dort Menschen lebten. Und eine Bestätigung dafür findet sich in den Berichten derjenigen, die erstmals diesen eisigen Kontinent betraten. Das Zeugnis der ersten Expeditionen. Als Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts die ersten Wagemutigen ins Innere der Antarktis aufbrachen, war ihr Hauptziel zu beweisen, dass der Mensch unter diesen Bedingungen überleben kann. Doch seltsamerweise finden sich in den Tagebüchern und Berichten der Expeditionen Passagen, die in den offiziellen Geschichtsdarstellungen selten zitiert werden. So beschrieb zum Beispiel die britische Expedition von Robert Scott merkwürdige Steinformationen, die nicht an die üblichen Eisrücken erinnerten. Eines der Teammitglieder schrieb, dass sie wie Überreste von Mauern wirkten, die längst zerstört und vom Schnee bedeckt waren. Während der norwegischen Expedition von Roald Amundsen wurden in einem vom Küstengebiet entfernten Areal Steine mit ungewöhnlichen, eingravierten Mustern gefunden. Niemand konnte ihre Herkunft genau erklären und die Funde verschwanden schnell in privaten Sammlungen. Ähnliche Geschichten finden sich auch in den Aufzeichnungen sowjetischer Expeditionen aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Doch je weiter die Forscher ins Landesinnere des Kontinents vordrangen, desto mehr Merkwürdigkeiten stellten sie fest. Und eine der spektakulärsten Theorien entstand genau zu dieser Zeit. Die Hypothese einer uralten Zivilisation. Mitte des 20. Jahrhunderts stellte eine Gruppe von Wissenschaftlern, die geologische Daten der Antarktis untersuchte, eine kühne Theorie auf. Möglicherweise war der Kontinent vor Zehntausenden von Jahren bewohnt, lange bevor er von Eis bedeckt wurde. Diese Idee wurde in den Arbeiten mehrerer unabhängiger Forscher weiterentwickelt. Laut der Hypothese könnte sich in den Warmzeiten, als das Klima der Erde milder war, in der Antarktis eine Zivilisation entwickelt haben, die mit dem Entwicklungsstand der alten Ägypter oder Sumerer vergleichbar war. Als Beweise werden merkwürdige Satellitenaufnahmen, unerklärliche geometrische Formen unter dem Eis sowie Karten angeführt, die die Antarktis ohne Eispanzer zeigen. Natürlich kritisiert die offizielle Wissenschaft diese Version und verweist auf das Fehlen archäologischer Funde. Doch die Anhänger dieser Theorie sind der Meinung, dass alle materiellen Spuren unter kilometerdicken Eisschichten begraben liegen und nur mit modernen Technologien entdeckt werden können. Diese Hypothese weist überraschende Parallelen zu den Legenden vieler Völker auf, die von einem geheimnisvollen Land im fernen Süden berichteten. Die Antarktis in den Mythen der Welt. Mythen über einen fernen südlichen Kontinent finden sich bei den alten Griechen, Chinesen, Indern und sogar bei den Polynesiern. Die antiken griechischen Philosophen nannten dieses Land Terra Australis und glaubten, dass es die Kontinente der Nordhalbkugel ausgleicht. In einigen polynesischen Überlieferungen gibt es Geschichten über Reisen nach Süden, wo sich ein Land voller Vögel und Tiere befand, das jedoch in ewiger Kälte versank. In indischen Texten finden sich Hinweise auf einen eisigen Berg, auf dem die Götter ihre Geheimnisse vor den Menschen verbargen. Auch wenn das vielleicht nur ein Zufall ist, hat man das Gefühl, dass die Erinnerung an das südliche Land durch die Jahrhunderte hindurch überlebt hat. Und wenn man diese Legenden mit geologischen Daten verbindet, ergibt sich ein erstaunliches Bild. Die eigentlichen Sensationen begannen jedoch, als Wissenschaftler etwas entdeckten, das unter dem Eis eigentlich gar nicht existieren dürfte. Riesige Seen, die seit Millionen von Jahren isoliert sind. Das Geheimnis der unterirdischen Seen. Unter der kilometerdicken Eisschicht der Antarktis verbergen sich mehr als 400 Seen. Eines der bekanntesten ist der Wostoksee, der fast so groß ist wie der US-Bundesstaat Connecticut. Er befindet sich in einer Tiefe von mehr als 2 Meilen unter der Oberfläche und war Millionen von Jahren von der Außenwelt isoliert. Die Temperatur im See liegt dank geothermischer Wärme über dem Gefrierpunkt nach Fahrenheit und Wissenschaftler vermuten, dass dort ein einzigartiges Ökosystem existieren könnte, das der modernen Biologie noch unbekannt ist. Es gibt jedoch auch viel gewagtere Theorien, dass in diesen Gewässern Spuren einer uralten Zivilisation oder sogar unbekannter Lebensformen verborgen sein könnten. Als das russische Team eine Bohrung durchführte und Wasserproben entnahm, zeigten Laboranalysen das Vorhandensein seltsamer Mikroorganismen, die sonst nirgendwo auf dem Planeten vorkommen. Diese Entdeckung löste zahlreiche Kontroversen aus. Sind sie ein Beweis für eine uralte evolutionäre Linie oder das Ergebnis einer Verunreinigung der Proben? Doch wenn es solche Seen gibt, bedeutet das, dass sich unter dem Eis der Antarktis noch viel mehr verbergen könnte, von dem wir bisher nicht einmal ahnen. Ungewöhnliche Funde im Eis. In verschiedenen Jahren wurden in den dicken Eisschichten der Antarktis Dinge gefunden, die nur schwer zu erklären sind.
Darunter befinden sich versteinerte Überreste von Pflanzen, die in warmen und feuchten Bedingungen wuchsen, Knochen urzeitlicher Tiere, die nicht an Kälte angepasst waren, und sogar rätselhafte Metallfragmente, deren Herkunft weiterhin umstritten ist. Ende des 20. Jahrhunderts fanden Wissenschaftler Holzfragmente, deren Alter auf Millionen von Jahren geschätzt wurde, was bestätigt, dass die Antarktis einst von Wäldern bedeckt war. Und im Jahr 2016 wurden in Eisproben Partikel meteoritischen Ursprungs entdeckt, die auf eine Katastrophe hindeuten, die das Klima radikal verändert haben könnte. Einige Funde werfen noch mehr Fragen auf. Zum Beispiel Proben mit Einsprengseln von Legierungen, die wie ein Produkt industrieller Verarbeitung aussehen. Natürlich werden solche Funde offiziell als moderne Verschmutzung eingestuft, aber Verschwörungstheoretiker betrachten sie als indirekten Beweis für die Existenz antiker Technologien. Und je mehr Funde aus dem Eis geborgen werden, desto drängender wird die Frage, was ist auf diesem Kontinent in ferner Vergangenheit wirklich geschehen? Geologische Rätsel. Die geologische Geschichte der Antarktis ist weitaus komplizierter, als man gemeinhin annimmt. Untersuchungen von Gesteinen, die vom Boden des südlichen Ozeans und aus Eiskernen geborgen wurden, zeigen, dass der Kontinent einst Teil des riesigen Superkontinents Gondwana war. Darüber hinaus belegen Pollen und versteinerte Blätter, dass hier einst ein subtropisches Klima mit dichten Wäldern und einer Vielzahl von Tieren herrschte. Doch die Wissenschaftler sind nicht nur vom Umstand des einst tropischen Antarktisklimas überrascht, sondern auch vom abrupten Klimawandel. Die Daten deuten darauf hin, dass die Abkühlung und die Bildung der Eisschicht ungewöhnlich schnell erfolgten, als hätte etwas Katastrophales das Klima innerhalb eines kurzen geologischen Zeitraums verändert. Es gibt Hypothesen über eine plötzliche Verschiebung der Erdkruste, über den Einschlag eines riesigen Meteoriten oder sogar über eine globale Katastrophe, die durch menschliche Aktivitäten verursacht wurde. Obwohl die letzte Version ziemlich fantastisch klingt, wenn sich das Klima tatsächlich so schnell ändern konnte, war es vielleicht genau das, was das Ende jeder möglichen Zivilisation bedeutete, die auf dem Kontinent existierte. Aber es gibt noch seltsamere Zufälle, die mit den Warmzeiten in der Vergangenheit verbunden sind. Ein Klima, das mit Stereotypen bricht? Daten aus Eiskernen haben gezeigt, dass die Antarktis in den letzten Millionen Jahren mindestens mehrere Warmzeiten erlebt hat. In diesen Perioden lagen die durchschnittlichen Jahrestemperaturen über 0 Grad Fahrenheit und weite Teile des Kontinents waren eisfrei. Wissenschaftler vermuten, dass die Antarktis in solchen Perioden für Tiere und möglicherweise sogar für Menschen bewohnbar gewesen sein könnte. Seltsam ist jedoch, dass einige Wärmeanomalien zeitlich mit dem Auftauchen rätselhafter Artefakte in den Eisschichten zusammenfallen. Diese Übereinstimmungen haben die Theorie hervorgebracht, dass eine Zivilisation diese Wärmefenster für ihre Entwicklung genutzt haben könnte und dann verschwand oder sich unter die Erde zurückzog, als das Eis zurückkehrte. Diese Version erscheint der akademischen Wissenschaft abwegig, doch sie weist überraschende Parallelen zu Berichten über seltsame Missionen auf, die im 20. Jahrhundert in der Antarktis durchgeführt wurden. Seltsame Flüge und Missionen. Im Jahr 1946 starteten die USA eine groß angelegte Militäroperation mit dem Namen High Jump. Offiziell war das Ziel, den Kontinent zu erforschen und Ausrüstung unter Kältebedingungen zu testen. Doch der Umfang der eingesetzten Ressourcen und das plötzliche Ende der Operation führten zu zahlreichen Gerüchten. Laut inoffiziellen Quellen wurden während der Mission Anomalien entdeckt, die das Militär lieber nicht öffentlich machte. Einige Versionen behaupten, dass seltsame unterirdische Strukturen gefunden wurden, andere wiederum sprechen von einer Begegnung mit unbekannten Objekten in der Luft. In den folgenden Jahren wurden weitere Expeditionen in die Antarktis entsandt, darunter sowjetische und britische, und alle kehrten stets mit nur sehr spärlichen Informationen zurück. Was könnte die Regierung dazu veranlasst haben, über ihre Funde zu schweigen? Um das zu verstehen, lohnt es sich, einen Blick darauf zu werfen, was Jahrzehnte später bekannt wurde, als die Archive nach und nach freigegeben wurden. Geheime Berichte. Als in den 90er Jahren die militärischen Archive geöffnet wurden, fanden Historiker Dokumente, in denen seltsame Funde im Inneren der Antarktis erwähnt wurden. In einigen Berichten war von metallischen Formationen die Rede, die unter dem Eis gefunden wurden, sowie von thermischen Anomalien, die sich durch natürliche Prozesse nicht erklären lassen. In einem der Dokumente wird eine kuppelartige Struktur erwähnt, die aus der Luft entdeckt wurde. Obwohl im Archiv keine Fotos vorhanden waren, stimmt die Beschreibung mit den Aufzeichnungen der Georadare der letzten Jahre überein. Es gibt außerdem Berichte über Kontakte mit unbekannten Flugobjekten im Gebiet des Südpols. Offiziell wurden diese Vorfälle auf Gerätefehler und atmosphärische Erscheinungen zurückgeführt. Doch in den vertraulichen Berichten sind die Formulierungen wesentlich vorsichtiger und vermeiden eindeutig direkte Verneinungen. Diese Materialien befeuern die Theorien, dass sich in der Antarktis nicht nur uralte Zivilisationen, sondern auch etwas weitaus Rätselhafteres verborgen haben könnte. Ein Kontakt mit einer fremden Intelligenz?
Befürworter der kühnsten Hypothesen behaupten, dass sich ein Teil der Funde in der Antarktis ohne das Eingreifen äußerer Kräfte nicht erklären lässt, sei es eine außerirdische Intelligenz oder eine unbekannte uralte Rasse, die lange vor dem Menschen existierte. Als Beleg für diese Theorie werden Berichte über fliegende Scheiben angeführt, die angeblich von Piloten in der Nähe des Südpols gesehen wurden, sowie über Technologien, die laut Beschreibungen nichts mit von Menschen geschaffenen Objekten gemein haben. Einige Verschwörungstheoretiker bringen die Antarktis sogar mit der legendären Stadt Atlantis oder mit Mythen über eine hohle Erde in Verbindung. Die wissenschaftliche Gemeinschaft betrachtet all dies selbstverständlich als Spekulationen. Doch man kann nicht leugnen, dass die Zahl der seltsamen Zufälle, die mit diesem Kontinent in Verbindung stehen, von Jahr zu Jahr wächst. Und wenn man bedenkt, dass viele dieser Geschichten von Militärangehörigen und Forschern stammen, die selbst vor Ort waren, stellt sich die Frage, ist es möglich, dass jemand absichtlich die Wahrheit über die Vergangenheit der Antarktis verschweigt? Warum wird die Wahrheit verborgen? Viele stellen sich die Frage, wenn es unter dem Eis der Antarktis tatsächlich sensationelle Funde gibt, warum wird darüber nicht offen gesprochen? Verschwörungstheoretiker sind der Meinung, dass der Grund in Politik und Wirtschaft liegt. Sollten Beweise für eine uralte Zivilisation oder Technologien gefunden werden, die ihrer Zeit voraus waren, könnte das die Geschichte der Menschheit auf den Kopf stellen und viele wissenschaftliche sowie religiöse Dogmen in Frage stellen. Andere Theorien deuten auf mögliche Ressourcen hin, die Regierungen geheim halten wollen, bis sie bereit sind, diese zu fördern. Es gibt auch noch fantastischere Vermutungen, dass die entdeckten Technologien gefährlich oder zu komplex für unser Verständnis sein könnten und deshalb verborgen werden, um Panik zu vermeiden. Um jedoch Wahrheit von Fiktion zu trennen, muss jede der populären Geschichten über die Antarktis sorgfältig analysiert werden. Entlarvung der Mythen. Die Antarktis ist von zahlreichen Gerüchten umgeben, von unterirdischen Städten und uralten Schiffen bis hin zu geheimen Basen von Außerirdischen. Doch wenn man die künstlerischen Übertreibungen beiseite lässt, bleiben Fakten übrig, die tatsächlich überraschen. Zum Beispiel haben die meisten Geschichten über fliegende Untertassen am Südpol eine natürliche Erklärung. Ungewöhnliche atmosphärische Phänomene, optische Illusionen unter extremen Kältebedingungen oder Fehlfunktionen von Messgeräten. Und die geheimnisvollen Pyramiden, die aus der Luft aufgenommen wurden, entpuppen sich oft als Berggipfel mit regelmäßiger Form, die durch Erosion und den Druck der Gletscher entstanden ist. Dennoch bleiben einige Anomalien unbeantwortet. Unterseeische Seen, rätselhafte geometrische Strukturen sowie Spuren eines warmen Klimas in der jüngeren geologischen Vergangenheit, das sind echte Rätsel, für die es bislang keine eindeutigen wissenschaftlichen Erklärungen gibt. Und gerade solche Fakten motivieren Wissenschaftler dazu, ihre Forschungen fortzusetzen, die von Jahr zu Jahr immer technologischer werden. Neue Forschungen. Moderne Technologien ermöglichen es, die Antarktis auf eine Weise zu erforschen, wie es früher unmöglich war. Georadare, Satellitenaufnahmen in ultrahoher Auflösung, autonome untereisische Drohnen, all das eröffnet neue Horizonte. Jüngste Expeditionen haben noch einige weitere große Anomalien unter der Eisoberfläche entdeckt. Einige von ihnen sind vollkommen symmetrische Formationen, die sich über Hunderte von Yards erstrecken. Die Wissenschaftler sind mit ihren Schlussfolgerungen noch vorsichtig, geben jedoch zu, dass diese Strukturen nicht den bekannten natürlichen Formationen ähneln. Außerdem untersuchen internationale Projekte aktiv das mikrobielle Leben in subglazialen Seen, in der Hoffnung, Lebensformen zu finden, die helfen könnten zu verstehen, wie Leben unter extremen Bedingungen existieren kann und vielleicht sogar außerhalb der Erde. Doch je mehr wir erfahren, desto deutlicher wird, die Antworten könnten noch erstaunlicher sein als alle Mythen und Legenden zusammen.